So muss das sein. Weiter geht's. Lul. Ja. Perfect Timing. Perfect Timing. Okay, hier haben wir immer noch nicht fertig. So, schauen wir mal, was in der Höhle da ist. Naja, wie gesagt, da werden euch nächste Woche lange Streams erwarten. Lange Streams. Also Zack, weißt Bescheid, wenn du Dienstag nach Hause kommst, siehst du wahrscheinlich dass ich noch live bin. Ich bin halt echt gespannt, ob ich das Ziel schaffe, in 4 Tagen 100% durchzuballern. Dass wir Sonntag wirklich sagen können, wir machen den Sonntag-Speedrun-Stuff. Ich bezweifle zwar, dass ich in 4 Tagen auf 100% komme, aber ich bin auch gute Absichten. Wahrscheinlich werde ich 4 Tage erstmal nur brauchen, um durchzuzocken. Denn wir werden natürlich auch auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad starten, ist ja logisch. Wenn dann richtig. Aber ich kann ja echt sagen, das, was ich am Freitag angespielt habe, das hat mir bis jetzt super gut gefallen. Also wirklich gut. Ich habe nur zwar ganz kurz, weil ich einfach mal gucken wollte, wie das Feeling ist. Ich habe vielleicht von dem zweiten Areal, wo man sich richtig bewegen tut und alles, vielleicht 5 Minuten gespielt. Das war's. Weil ich halt nicht zu weit spielen wollte. Aber ich kann sagen, für Neo-Liebhaber ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Für Final Fantasy sowieso. Und das ist halt so ein Game, wisst ihr, da habe ich richtig Bock, Speedrun-Content draus zu machen. Weil das dauert nicht so lang wie in Final Fantasy 7. Und das ist neu. Außerdem, hey, dann kriegt ihr wenigstens Speedrun-Content, den ihr euch immer wieder gewünscht habt. Auch wenn es kein Final Fantasy 7 ist. Am Ende ist es zum Speedrun voll langweilig. Sorry to cut you down. Das wäre nicht zu knorken. Und wie gesagt, die Videos werde ich direkt so alle hochladen. Also da wird nichts geschnitten oder so. Nehmen wir an, ich streame zum Beispiel am Dienstag 12 Stunden, dann wird auch ein 12 Stunden Video auf YouTube hochgeladen. Ist zwar aus der Sicht YouTube-Content-mäßig ein bisschen dumm, aber ist mir pups egal. Weil normalerweise könnte ich ja dann so machen und sagen, okay, alle 2 Stunden wird hochgeladen. Um das quasi in die Länge zu ziehen, aber mir doch egal. Speichern. Habe ich natürlich die Seite nicht offen, verfluchte Axt. Warte. Ich habe nicht dran gedacht. Bin nicht vorbereitet darauf. Scharlachrote. Moment. Ich suche einen raus. Oh wow. Ernsthaft? Ich mache ihn gleich. In der nächsten Cutscene. Wir gucken jetzt erstmal gleich nach der nächsten Cutscene und dann mache ich einen. Suche ein Gasthaus und beginne mit der Entzifferung. Mach ich gleich. Du kriegst gleich dein Witz. We could use a place to stay. Any rooms open? Yep. Just finished cleaning, in fact.
You can help yourself to that room there. All right, time to start deciphering this scroll. Let's wait somewhere outside so Grim can concentrate. Do you think maybe I could stay and watch? I really do want to study the ancient tongue. I promise I'll be quiet and not get in your way, teacher. What did you just say, child? That I'd be quiet and... No, what did you call me? Teacher? You said you didn't want to be called ma'am, so I thought maybe that'd work. Yes, satisfactory. All right, I'll teach you how to read ancient Avarost. Thank you so much, teacher! We'll leave you two alone then. Let us know if anything comes up. Oh Gott. Oh Gott, okay, der ist flach. Eine Freundin zur anderen. Ich hatte mein erstes Mal mit 16. Darauf die Freundin, ich nur mit einem. Es sind Flachwitze. Ich hatte hier noch einen anderen Moment, aber der ist gut. Wir machen mal zwei draus. Neulich im Orchester. Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, holen sich bitte einen runter. Der ist genauso ein bisschen, das ist so genau mein Humor wieder. Den fand ich nicht schlecht. Es sind So Flachwitze. she digs being called teacher. Well played, Laphicet. She wasn't so fond of ma'am, so I guess he figured he needed an alternative. You can tell how badly he wanted to help her with the languagey work. I think our Malak boy's finally finding himself. So it would seem. Nicht nur du, ich auch. Ich will mal kurz gucken wegen Kaufen. Ey, ich habe keine Kohle mehr. Ich bin pleite. Jetzt bin ich wirklich pleite. Das Zerlegen kostet, glaube ich, auch, gell? Ne, das Zerlegen kostet zum Glück nichts. Ah, stimmt, das war nur das hier. Ja doch, das war ja egal. Der Fluorid, Lanze brauchen wir eh nicht. Talisman. Jupiter, Tasche, Silberklumpen. Oh, Fluoridbeutel können wir alles zercraften. Gürtel, Schleife. Schleife hat halt, naja, wohl einfache Schleife ist besser. Ich glaube, den Rest kann ich eigentlich verkaufen. Die Ohrringe sind für, ah ne, Dings. Ah doch, Magie, ja doch, für die ist es besser. Oh Gott, Ringe. Das sind ein paar Stiefel. So, gucken wir mal wegen Aufwerten. Fluorid-Talisman. Obwohl ich da immer noch auf mir überlegen bin, vielleicht eher hier drauf. Jawohl, der hat aber auch Stärke. Der hat zwar Magie-Verteidigung, aber der hier hat auch Stärke. Machen wir erstmal so. Zack, zack. Zack, zack. Die Weste. Oh Gott. Habe ich noch genug? Oh Gott. Huch. Pechschwarze Weste war Silberklumpen. Ist hier vielleicht ein Dings besser? Obwohl, nee. Das ist Fokus. Silberklumpen. Wait a minute. Das hat Fokus und Magie. Fokus und Angriff. Ja, okay, nee. Das hat Fokus und Magie Verteidigung. Euch spielen muss auch erstmal. In diesem Sinne. Mach's gut, Ragnar und Alex. Wow. Musst du wirklich los oder sagst du es nur so? Was hab ich denn jetzt gemacht? Achso, mir verkauft. Lul. Die bunte Weste. Kann man auch verkaufen. So. 6000. Naja, nicht so wirklich viel Kohle, aber ein bisschen. Böse uns gar nichts. So, machen wir hier auf 47.
Brauchen. Wie sieht's aus? Ja, okay, ich sehe es bei den anderen nicht. Okay. Loot. Oh Gott, hier sind 4 Kisten. Den machen wir erstmal hier. What connection do you think there is between the violent demon Teresa mentioned and this village? Couldn't tell you. Could there have been a demon blight breakout here? This village doesn't look like it's been attacked, but... Whatever it is. If it keeps the Abbey's eyes off us for once, that's good enough for me. You really will use anything and everything towards your own aims, won't you? Yep, and that includes you. As I'm sure you've noticed. LOL. Ich muss auch sagen, dass ich die Story bei Tales of Berseria echt gut finde. Gefällt mir mega. Banning local religions. The Abbey sure knows how to oppress the populace. I'd imagine that comes part and parcel with spreading the good word. Other gods would only get in the way. From what we overheard, it sounds like they've taken over Amenoch's temple, Palamedes, to use as their base of operations. Sealing it off would be provocative enough. But straight up taking it over? Not a lot of so-called reason to that. Unless... Do you think they need it for some other purpose? Shrug. So, nehmen wir hier noch die Dinger schnell mit. Ich wollte gerade sagen, komme ich da jetzt nicht mehr durch. Meine Nase juckt die ganze Zeit. Himmel, Arsch und Zwirn. Da ist eine Blume. Blume. Oh. Dann nehmen wir doch natürlich mit. Die nächste Katztruhe. Oh nein, da oben ist eine. Okay, wir gehen erstmal schnell zur Katztruhe. Da ist auch noch eine. Dann nehmen wir die auch noch schnell mit. Wenn wir schon mal hier unten sind. 2205. Da ist auch die andere. Wow, jetzt finde ich auf einmal alle. Lul. Komm ich da durch? Der Loot nehme ich mit. Warum soll ich da hoch? Dann klettern wir mal da hoch. Ich weiß nicht, ob Katztruhen auch... Nee, okay, Katztruhen sind nicht da oben markiert. Nur die normalen Truhen. Ein Fragment. So, dich nehme ich auch noch mit. Zack. 185. Und wieder eine Katze gefunden mit kein Item. Bin echt mal gespannt, wann wir das... Weil ihr hattet ja gesagt, dass das noch kommt mit den Cuts. Und bin echt mal gespannt, wann. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt echt prozentual sind. Kann das vielleicht jemand einschätzen? So Pi mal down. It sounds like deciphering the text might take some time. We should be prepared to wait it out here a while. Hopefully it'll all be worth it in the end. I hope so too. But ancient Avarost is complex. It's not just a matter of knowing the grammar and vocabulary. Oh? Then how exactly do you read it? I'm not sure about the specifics myself, but from what I understand, you kind of have to intuit a lot of it. A language based on guesswork? Thanks, old dead people. You're officially the worst. Oh, ancient Avarost. You have the obstinacy of a spurned lover who refuses to move on. Even for you, teacher? It's this one crucial line. I can't wrap my head around it. Well, from what you've taught me so far, it looks like it says... Saw, Popo, Mucho, Sancho. Correct, but if you merely translate it word for word, it ends up saying, the parent hates tomatoes, the child eggplants. I
doubt those have much to do with Innominat. Yeah. Their grammar is nothing like ours. Sometimes you have to reorder the words, and even then the meaning can require leaps of logic and flashes of intuition. Reordering? So like, san-san, pocho, pocho musan. Can you read it that way? Pocho musan. Now where did you get that from? These words are lined up, like they repeat. And when I read this part that same way, it just felt right. Pocho musan. If that's repeated here, then the passage turns into the nameless Empyrean. Empyrean! Ho ho, that has to refer to Innominat. I think we're on to something. All right, so if we apply this rule here, then... It would seem to be a book of children's counting songs. It's not about Innominat? What matters is what the song says, child. And I think you will be very interested in the words. I wonder if they've made any progress yet. Shall we go check on them? Do you plan on just giving up? Palamedes is Amenoch's temple. The priestess isn't the only one whose job it is to protect that temple. It's the duty of everyone born in this village. Why did the Abbey need Amenoch's temple badly enough to risk causing this much unrest? But how will we protect our village from the demons if the Abbey abandons us? Besides, we won't be able to do business with the people of Isolt anymore. Our faith in Amenoch has nothing to do with the demons. When the priestess gets back, I'm going with her to protest. The demon blight changed everything. Will we never be able to return to the way things were? The way things were. Let's go. Schauen wir mal. Oh, wo muss ich hin? Ach, da. Well, any results? Yes, well, thanks to the boy here. As it turns out, he has quite the knack for languages. Only because I've got the best teacher. Careful, honey tongue, you'll give this old girl ideas. Huh? Now, child, I'm sure they're curious about the song we unearthed. Why don't you read it aloud? Yes, teacher. Song? 8-headed is the lord of the land, with 7 mouths to devour malevolence. Through pulses of earth doth base nature's flow, as he awaits the time of awakening. 4 Empyreans may tear him asunder, but so long as there is one receptive to divine power, Therians shall be forever reborn, in sight of the full crimson moon. The nameless Empyrean hath one heart. The nameless Empyrean hath one body. Therians? Essentially, this ancient text you found is an annotated volume of drawings and songs pertaining to Innominat. Annotated? Then hurry up and just tell us what it means. I'm sorry. So far, we've only figured out how to read the song lyrics. All right. I take it we're still in for a good long wait before it's thoroughly decrypted. Likely so, but if we want to find out what the Abbey is up to, we need to know what's in this book, no matter how long it takes. What the Abbey's up to, is it? I think we can learn much, even from the lyrics alone. The drawings depict him with 8 heads. One of them belongs to his main body, but the other 7 are his mouths. Those mouths consume malevolence, sending it along earth pulses back to that main body so he can awaken.
The 7 monsters fitting that description are called... Therians. Right. Now as for this malevolence, I have no idea what that means. What about the second part? I haven't studied much ancient history, but it said this world was created by 4 Empyreans: Earth, Water, Wind, and Fire. But they also call Innominat an Empyrean. Perhaps a war broke out between Innominat and the other Empyreans that resulted in him being sealed away. But if there is someone to connect with this divine power, the Therians will keep spawning. And just like that, Innominat will be revived. If we assume that Shepherd Artorius fits that bill, and that he's trying to reawaken Innominat, everything lines up. Which means our job is to find these Therians and cut off Innominat's heads, so to speak. But where do we even start looking for them? Remember, the song states that the Therians in Innominat's body are connected through earth pulses. If their job is to feed Innominat, the most effective place to position them would be at the earth pulse points. Points? The places where the power of Earth pulses is concentrated. Places with that sigil. Hey, remember the barrier that was keeping this bug in the forest? Wait, are you trying to say that thing's a Therian? And yet, it would explain why the Abbey was keeping it locked up. And there was that same barrier at the villa, too. That's right. Do you suppose that was also a Therian? Does that mean the Therians all come in different forms? Should we go to Logres and check? We've just started deciphering the book. I'd hate to lose time on some fool's errand. I'd rather know at least a little more about what's in it before we make a move. Something bothering you, Grim? This line, the one about Therians being forever reborn. I just felt the same thing as I did in Warg Forest. The needle's pointing in the direction of Amenoch's temple, Palamedes. Do I recall hearing that the Abbey took that over? Temples and ritual sites are often built on places thought to be rich in spiritual energy. Could the temple possibly be an Earth Pulse point? There's lots of earth pulse points scattered all over the world. If there's only 7 Therians, most of them will be empty. It's not like we have any better leads. If there's even a chance, shouldn't we go check it out? Better than sitting around waiting on the book. If nothing else, we'll find out what Laphicet is sensing. Just a theory, but if you were to kill a Therian... What? I guess there's only one way to find out. Never mind. Good luck out there. Das klingt nach nichts Gutem. Let's go. Achso, wegen Kochen wollte ich gucken. Laphicet hat eine Note. Ja. Ja, der ist auf Stufe 4. Der ist nicht in der Party. Warum ist der nicht in der Party? If I'm in this, I'm in this. I'll do what I can. Leave the fighting to me. Jetzt passt es wieder. Jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt passt es wieder. Moment. So. Begib dich nach Palameters im Landesinneren der Insel. Let's go.
Weißt du eigentlich, was für eine Klasse du in Dings spielst für Soldier Sack? Who are Krieger? you? Ah. The innkeeper's daughter. I happened to overhear you all talking about going to Palamedes, and... Did you report us to the Abbey? Report? But you already have an exorcist with you. If you have any business, talk with her then. I'm Eleanor Hume, an exorcist with the Abbey. How might I be of service? I want you to look for someone. A mother and her child went to visit the Abbey grounds, but they haven't returned. They've both gone missing? Yes. The mother's name is Mahina. She's a priestess of Aminoch. And her little daughter's name is Kamoana. Hold on. If she's a priestess of Aminoch... Right. Ever since the Abbey booted her out from the temple, she's been regularly going back to make her objections heard. But one day, she never returned home. And now her daughter has disappeared too. I can only assume that she went to go look for her mother. And you believe they're being held at the temple? Oh no, ma'am. I just can't imagine Mahina would abandon her daughter like that. Kamoana is next in line to succeed her, so she's had a strict upbringing, but her mother truly loves her. Please forgive Mahina for her protests. I was just hoping you could use the Abbey's resources to track them down. I will do everything in my power to find them. Thank you. Thank you so much. Like Kamoana, I grew up with only my mother as family. I can't help but worry for them. Of course. Let's be off, Miss Exorcist. Lul. Ja, ich hoffe aber auch, dass es noch für Dings kommt. Irgendwann. Es macht echt Laune für Soldier. Ist halt geil, wenn du es mit Gamepad spielst. Das ist halt richtig insane dann. Ich habe es zwar mit Emulator probiert, aber im Emulator kriege ich nicht zu laufen. Leider. Eleanor, what's your game here? The mother and daughter, you mean? That's on me. I'll search for them myself. I don't care about that. Well, what then? Why are you actively helping us decipher the book when we're using it to thwart the Abbey's plans? You think I might be deliberately misleading you? Laying a trap of some sort for you all? Are you? I think you're a lot of things, Demon. But foolish is not one of them. I want to know the truth. I want to know what Lord Artorius is trying to accomplish. And there's something happening in the world right now. I want to know what it is. Unfortunately, little old Eleanor has never been deemed trustworthy enough to be given such information. So, my only option is to find out for myself. You've got the soul searching down at least. The Abbey and your band of rogues follow two different paths. But something tells me either will lead me to the same destination. And so you don't see any need to lie to us? Exactly. And what'll you do if those truths don't line up cleanly with what you believe? I'm not sure yet. As honest an answer as any. Either way, it looks like you'll be working with us for the near future. Yes, for now. Hey, could I ask you something? What is it? About the Therians. I've heard you call yourself a Therian before. Is there any particular insight you have about them? No, none. Artorius said I was one, that's all. And that doesn't bother you? Does it bother you? Nope, not at all. If you're not worried, then neither am I. I'm surrounded by freaks. Lul. But was that truly the reason Ceres chose me?
Ich muss halt mal gucken, ob ich vielleicht das Bild irgendwie auf dem PC übertragen kann. Dann könnte ich nämlich auf dem PC-Monitor zocken. Das wäre schon wiederum insane. Ich habe es zwar hier Screen-Dingsbums da probiert, aber es ging irgendwie nicht. Weil ursprünglich wollte ich es eigentlich auf dem Fernsehen zocken. Im Wohnzimmer. Aber es geht leider nicht. Das kotzt mich mega an. Also man kann das Bild übertragen, ja, aber es hat einen Delay. Ich sag mal so, wenn man es vielleicht irgendwann mal im Stream machen wollte, könnte ich das machen, ja. Ich muss halt trotzdem auf dem Bildschirm weiterhin zocken. Also auf dem Handybildschirm. Also es macht schon echt Laune. Das nicht, wo man... Ich habe ja auch extra diesen Controller, aber ich weiß nicht, wo der ist. Bluestacks geht nicht. Ich kriege First Soldier nicht zu laufen. Ich habe es mit allen probiert. Nox Player, LT Player, Bluestacks. Geht nicht. Ich habe alles Mögliche probiert. Ich habe es nicht zum Laufen bekommen. So, Ram. Echt? Ich muss mal gucken, ob es vielleicht mittlerweile irgendwie geht. Aber First Soldier ist echt geil. Es macht richtig Laune. Wenn ich das wirklich irgendwie auf dem PC zocken könnte, ich würde es sofort machen. Ich bin ja eigentlich auch kein Freund von Battle Royale, aber bei Final Fantasy ist das was anderes. Dann nehme ich mir schon die ganze Zeit vor, eigentlich mal richtig rein zu grinden. Bild zu übertragen, ja, aber da hast du ein Delay. Also ich weiß nicht, ob es ein Programm gibt, was über USB vielleicht übertragen kann. Das habe ich schon nicht geguckt. Das ist halt doof. Ich habe manchmal ruckelt es ein bisschen. Kann aber auch am Internet liegen. Oder weißt du, ob man mit dem Programm über USB auch übertragen kann? Weil über Internet hast du immer ein Delay und das ist scheiße. Weiß aber nicht genau. Aber jetzt ist halt wieder der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen, weil halt erst vor 2 Wochen eine neue Season gestartet ist. Und wie gesagt, ich mir eigentlich vorgenommen habe, mal ein bisschen reinzukommen, weil es halt echt schon Laune macht. Aber hey, diesmal habe ich mir zumindest nicht direkt wieder einen Season Pass gekauft, wie es bei Vigor und Call of Duty gemacht hatte. Was halt cool finde, dass es ein Ranking gibt. Das ist halt ganz geil. Ich denke schon, dass wir das vielleicht mal in ferner Zukunft auch im Stream zocken würden. Beziehungsweise mal reingucken zusammen. Was wir auf jeden Fall am Handy im Stream zocken werden, ist Evercrise. Evercrise werde ich wahrscheinlich definitiv im Stream zocken. Wenn das mal rauskommt. Ich glaube, das sollte sogar dieses Jahr rauskommen. Ich glaube 2022 wurde Evercrise angekündigt. Generell bin ich mal gespannt, wann Square Enix wieder eine Present macht.
Obwohl ich eigentlich von der Square Enix Present ein bisschen Angst habe. Wegen Final Fantasy 16. Hey, is everyone Ist irgendwo noch eine Truhe. Ah, lass mich in Ruhe. Ja, wenn jemand noch Lust hat, kann er gerne nachher dann dazu posten bei The Crisis. Kann ja gucken, vielleicht kann ich es auch irgendwie auf Discord streamen dann. Wenn ich sehe, ob ein Bildschirm irgendwie übertragen kann. Also wer Lust hat, kann nachher gerne in Discord kommen, kann aber sie quatschen. So wie letzten Sonntag. Ich denke, ich werde heute Abend ein bisschen zocken. Bis das Handy akkulär ist. Achso, ich habe gar nicht mehr nach Ratus geguckt. Beziehungsweise schon wieder. Ah, guck hier. Aufsteigender Falke. Was Neues. Genau, dann treffen wir uns einfach im Discord. Kann man ein bisschen zocken. You're just lucky. Don't get overconfident. Werde ich nämlich gleich nach dem Stream erstmal alles hier vorbereiten. Aufräumen. Und Abend mache ich dann Papierkram. Morgen noch Erledigungen machen, einkaufen, alles. Dass wir Dienstag locker flockig dann starten können. Ohne dass ich, ich muss das noch machen, ich muss das noch machen, das und das, einkaufen, bla bla bla. Will Montagabend komplett mit allem fertig sein. Dass ich dann am Dienstag zum Beispiel nur noch kochen muss, dass ich für 2 Tage Essen habe. Hey, is everyone all Wie das klingt, dass ich für 2 Tage ein Essen habe. Ich habe dann nur für 2 Tage Essen. Den Rest muss ich dann verhungern. Ist immer noch nicht fertig. Guck mal, 11:30 Uhr und wir machen eine Expedition. Das heißt, wenn die Expedition da ist, bin ich fertig. Mal Schluss mit lustig. Passt doch. Hatte ich eigentlich Ausrüstung alles gemacht? Oh Gott, hier habe ich auch schon lange nicht mehr nachgeguckt. Arte-Angriff plus 1, bla bla bla. Ne, hier ist nur Crap. Ringe. Ja, Giftwehr und so, ne. Eigentlich irgendwas Neues bei Mode? Nö. Ah doch, hier. Ja, das sieht man nicht. Lul. So, let's go. Die nächste Jagdenquest erledigen. Okay, der scheint ein bisschen mehr auszuhalten.
Oder auch nicht. Autsch. Dann ebenso. Hey, ich greife schon extra von hinten an. Warum? War das L1? Ja, L1. Ich kann halt auch indirekt automatisch laufen lassen, wie man gerade sieht. Drücke einfach die ganze Zeit L1 im Viereck. Das ist lustig. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Dennis, na guck mal, wer da ist. Der Dennis. Vielen, vielen Dank für deinen Resub. Wie geht es dir? Sag mal, wer da ist. Danke, danke, danke. Diesen eins nice Resub. Ja, mir geht's auch soweit gut. Außer, dass ich ziemlich gehypt bin. Ich wollte gerade sagen, genervt bin. Wegen nächste Woche, wegen Stranger of Paradise. Ich bin sehr, sehr hyped auf das Game. Sehr, sehr hyped. Da freut mich, dass es dir gut geht. Das ist doch schön zu hören. Und vielen, vielen Dank für 22 Monate. Holy shit. Das ist nicht selbstverständlich. Was soll eure Zeit drin? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Stimmt, mit dem Marathon müsste auch schon fast 2 Jahre sein. Also, dass ich das Marathon-Projekt gestartet habe. Und trotzdem gibt es bald Speedruns. Aber nicht in FF7. Irgendwie zieht es mich immer wieder zurück zum Speedrun irgendwie. Ich weiß auch nicht. Schlimm. Papa. Schade. Nee, Final Fantasy 7. Ich wusste nicht wann. Boah, für solche langen Speedruns fehlt mir ein bisschen die Zeit. Wo sonst andere Projekte drunter leiden würden. Aber ich will nicht niemals nie sagen, so rum. Was sagst du momentan so? Wo gibt es Feines im Hause von Dennis? Zu daddeln. Pokémon Legend. Ah, okay. Nice, nice, nice. Das ist ja super.
Eins der besten Pokémon-Games, die ich gezockt habe. Echt? Ich kenn's gar nicht. Weil ich auch nicht so der große Pokémon-Fan bin. Aber wie kommt's? Ist das so wie das alte oder was? Also das alte Pokémon. Das letzte Pokémon, was ich gespielt habe, war Let's Go Evoli. War das letzte. Und davor glaube ich nur Silber und Gold. Come on, really? Weiß Schande über mein Haupt. Aber ich kann damit leben, Chat. Da habe ich kein Problem mit. Eine Mischung aus RPG und normalen Pokémon-Games. Echt? Muss mal angucken. Hattet ihr das eigentlich mitbekommen, dass es für Pokémon ein Shooter-Game gibt, das von Nintendo einfach jetzt überall gelöscht wurde? Du einfach Pikachu und so abschießen musst mit einer Schrotflinte. Perfekt für dich, das ist doch super. Das ist doch super. Und keine Ahnung, es war einfach, ob das wirklich ein Spiel sein sollte. Also ich glaube doch, es wurde mit der Unreal Engine gemacht. Und du kannst einfach die Pokémon alle abballern. Nintendo hat das überall verboten, die haben das überall disclaimed jetzt, weil die sowas nicht wollen. Und wir denken so, really? Man kann es auch mal anstellen. Ist eigentlich jemand bei Overwatch up to date? Ich habe gehört, da sollte die Beta zum Teil 2 starten. Was jetzt? This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? Oh, don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. Good point. Coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. But Manon here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, so that's why it tingles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? LOL. Ich kann überlegen, ob ich heute Abend noch ein bisschen Witcher zocke. Jo. Ah doch, weil ich will nachher das bei Wackernin ein Abo machen. Heute Abend dann ein bisschen gucken und ein bisschen Witcher weiter zocken. Ja, ich zocke wahrhaftig wieder Privatgames. Man kann es kaum glauben, aber es tut gut. Warum? Warum überlegen bei Wackernin? We won, right? Right? Die gibt's bald nicht mehr. Warum gibt's sie bald nicht mehr? Weil die von den Margen gehören. Das gehört Sony. Echt jetzt? Legt jetzt alle Dienste zusammen? Echt, aber warum? Hä? Echt jetzt? Krass. Was heißt das? Nur noch Crunchy. Bei Crunchy habe ich viel Schlechtes drüber gehört. Ich will doch nur Demon Slayer Staffel 2 gucken. Animax und aus mir und ist auch weg. LOL.
Inklusive Dupes. Echt jetzt? Was? Bungie ist teurer. Auch wenn ich zugeben, dass Bungie an ihrer Technik arbeiten muss. Okay. Na, ich habe viele über Crunchy meckern hören. Riesig und vor allem dauerhaft. Okay. Oh. Da wurde mir von euch auch mal ein Anime empfohlen, aber ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Den fand ich sogar mega interessant, aber ich bin da vergessen. Irgendwas mit Hero, glaube ich. Das ist ja für uns. Ja, das stimmt. It was a close one, but I am the victim. Dann überlegen. Und vielleicht doch Crunchy. Ja, die Frage, ob es bei Crunchy auch von Demon Slayer Staffel 2 auf Deutsch Dupe gibt. Nee, warte mal, Dupes waren ja nachgesprochen, Fan-nachgesprochen, gell? Unarmed? Hardly. These are deadly weapons. Den Crunchy, okay. Dupes war nachgesprochen, Subs meine ich. Da wäre es vielleicht eine Überlegung. Kann man da auch wie bei Prime und bei Prime und Netflix auch mehrere, also einen Account für mehrere benutzen? Klappt nicht, außer man nimmt ein teures Abo. Ah, okay. Cheat. 7 Euro pro Person. Ui. Nappa. Laphicet, have you been taking care of that rhino stag roast like a good boy? Achso, Of 10. course. I make sure to feed it every night before I go to sleep, since it's nocturnal. How long are you going to keep on calling it a rhino stag roast? I don't know. It's a new kind of beetle, so it's gonna be hard to tell if it's really a rhino or a stag. You're asking a lot of questions. Bienfu, do you like bugs? And do you like bugs? I love rhinoceros and stag beetles both. What guy doesn't find them fascinating? Right? So which kind of beetle do you think it is? Rhino or stag? Oh, that's a tough question. But guess what? Miss Mogulu taught me a surefire way to tell. I didn't know there was a way to tell. Yeah, but if I do it, you gotta name it after me, alright? Come on! What guy doesn't wish he had a cool bug named after himself, right? And besides, Miss Mogulu told me that this technique is so good that it's only fair to have a bug named after you in return. So what do you say, man to man? Come on, let's live the dream! Oh, all right. How can I say no to that? Besides, we all did work together to capture it anyway. Yay! Thanks, Laphicet. All right, show me the bug, and I'll tell you what it is. Miss Mogulu says you need to open up its outer wings and get a good whiff of the thin underwings. I'm pretty sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? No thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a stag beetle.
I don't know about this. Just let him do it, Laphicet. He's already volunteered. I can do this. Just you watch. This smell is the most bad thing that ever batted it. Whoa! He fainted with his eyes still open. Hey, wake up! Wake up, Bienfu! Miss Moggy-Loo, as soon as I smelled it, my nose literally exploded. He looks like he's having a bad dream. Lul. Lol. Zusatzabo. Dann gucke ich nochmal wegen Crunchyroll. Und gucke ich mir das nochmal in aller Ruhe an. Ah, Dankeschön für die Erklärung. Ich bin halt zum Überlegen. Valhalla holen, nicht holen. Oh, Lust hätte ich schon. Lust hätte ich echt mega. Schwierig. Illegale von 2005. Echt? War doch nie auf der Homepage. Die Apps sind nicht gut. Ich habe damit gearbeitet. Muss ich echt nachher mal nachgucken. Noch mega interessieren. Victory is ours. Funktioniert soweit alles okay. I'll finish this now. You're just lucky I made it. Hey, wie kann gefährliches Treffen sein? Ich stand direkt hinter ihm. Why? Lul. Come on. Gibt's bei Crunchy auch Test-Abo, weißt du das? Beziehungsweise kann man das auch monatlich künden oder ist das dann wie bei Prime? Ne, bei Prime gibt es das ja auch, glaube ich, mittlerweile. 2 Wochen? Ah, okay. Oh, ich bin gleich tot. Das wäre ja dann eigentlich ganz gut. Dann würden wir es nämlich eventuell erst nächsten Monat abbuchen. Ohne Probleme. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt heute Abend, sage ich mal, das machen würde, dann würde erst, glaube ich, nächsten Monat abgebucht werden. Na, ich guck's mir nachher mal in Ruhe an, würde ich sagen. Ich bin tot. Ne, warte mal. Objekt auswählen, zack. So. Monate wird einen Monat dabei. Okay. Ich muss mir echt nachher mal die Seite angucken. Ich bin echt mal gespannt.
Ausschreiben? Nee, alles gut. Um Gottes Willen. Doch vollkommen in Ordnung. Ich hab ja gefragt. If you want to live, get out of my... Didididim. Ey, dann können es aber keine 30 Minuten sein. Weil wir haben um 11:30 Uhr das Schiff losgeschickt. Oh wow. Vierfacher Sieg. Aber immer noch nicht das Loot. Why? Nice Damage. Hey, 11.000. Sorry to cut you down. Didim. Let's get started. Didididim. Ich glaube schon mehr einfach nächsten Monat. Assassin's Creed. You two are so cool. Ja doch. Dann kann ich mir jetzt vorher noch ein bisschen links weiter zocken. Witcher. Witcher. Ab nächste Woche komme ich eh nicht dazu, weil ich die ganze Zeit Stranger of Paradise. Wo ist der nächste Speicherpunkt? Witcher 3. Wild Hunt. Zocke ich aktuell. Was ich ja im Stream mal angefangen hatte. Ja, ich glaube auch, dass ich da eine Weile dran sitze. Ich bin nämlich ständig noch an der Kunden da machen, hier machen. If you want to live, get out of... Deswegen kommen die Übernehmungen auch sehr gut. Das habe ich auch schon gehört, dass die DLCs ziemlich groß sein auch sollen. Mal gucken. Ah, scheiße. Da sind wir drauf kommen. Mal gucken, vielleicht fange ich danach dann erst Assassin's Creed an. I hope I did a good job. Dip, dip, di, 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 dim. Vielleicht sage ich auch am Ende, okay, Assassin's Creed Valhalla spiele ich im Stream. Weil das dauert noch, bis es vorbei ist. Ich könnte noch etwas dauern. Ich glaube aber nicht, dass ich es im Stream mache. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass ich RPGs dann im Stream mache, sondern nur noch JRPGs. Aber Elden Ring, wenn man es genau nimmt, ist es ja eigentlich auch kein JRPG, oder? Ich glaube, das Thema hatten wir schon immer. Ob Elden Ring, also Dark Souls, ein JRPG ist oder nicht. Ich habe damals gesagt, ist es, weil es kommt aus Japan. Laphicet ist fertig.
We-RPG? Warum We-RPG? Good choice. Krieg ich jetzt wenigstens irgendwas? Endlich. Western? Hä, warum Westen? Wegen dem Stil? Achso, ja, okay, stimmt. Ja, das ist eine gute... Also die Meinung gefällt mir. Die ist dann schlecht. Also nicht Meinung, sondern Aussage. Und nicht der Mittelalter-Song. Optimiert für den Westen. Sagen wir so, optimiert für den Westen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Elden Ring, da ist da zum Beispiel dann die Ausnahme, dass wir streamen werden. Stranger of Paradise ist halt wiederum ein JRPG. Jawohl, eigentlich auch nicht so. Ah, es ist halt diese Ausnahme. Nennen wir es ist einfach diese Ausnahme. Auch Western RPG, selbst wenn es aus Japan käme. Ja, stimmt. Ist wie Nioh. Nioh spielt aber nur in Japan. Und Stranger of Paradise spielt aber nicht in Japan. Ach du Scheiße, der Weg geht jetzt ein bisschen lange, glaube ich. Okay, ich glaube, ich porte mich zurück. Hack and Slay, Souls-like mit Luther. Diablo hast du noch vergessen. Ich weiß gar nicht, was war das damals, wo als Diablo-Klon... Doch, war das nicht sogar Nioh, wo als Diablo-Klon betitelt wurde? So, ich würde sagen, wir porten uns zurück. Wir können auch schnell wegen Equipment nochmal gucken. War das damals Nioh, wo sie als Diablo-Klon? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendein Spiel mal als Diablo-Klon betitelt, wo ich mich tierisch drüber amüsiert habe. Und mich gefragt habe, ob derjenige, der den Bericht geschrieben hat, besoffen war. Oder des Todes zugekrönt war. Keine Ahnung. War das Nioh? Ich glaube ja. Nee, nicht Path of Exile. Path of Exile sage ich selber, dass es ein Diablo-Klon ist. Ich glaube, die haben damals wirklich Nioh als Diablo-Klon oder so betitelt. Come on, really? Nee, aber auf Stranger of Paradise bin ich scheiß. Einfach weil es von den Nioh-Machern ist. Ich glaube, wenn ich nicht wüsste, dass es Team Ninja dahinter steckt, wäre ich skeptisch. Ich bin nicht skeptisch. Ich bin absolut nicht skeptisch. Zu viel gesoffen, ja. Definitiv zu viel. Boah, ich muss mal gucken, ob ich mein Twitter irgendwie filtern kann nach Schlagwörtern, die ich mal getwittert hatte. Weil da ist bestimmt noch mein Tweet dazu. Muss ich echt mal nachgucken. Dass es irgendwie geht. Ob ich meinen Twitter-Account filtern könnte, dass ich die Nachricht rauskriege. Come on, really? Ja, ich habe schon sehr lange Twitter. Und ziemlich lange. Achso, Entschuldigung, sag, wenn ich dich immer wieder aus dem Lurk ziehe. Ich habe den Clip-Befehl gemacht. Der geht wieder. Ich habe ihn repariert. Oh wow. Wait a minute. Okay, hier wollte ich zwar nicht hin, aber ja. Bin trotzdem zufrieden, jetzt gerade hier zu sein. Hey, seit kannst wieder einen Lurk. Hast du kurz gehört? Capcom, Platinum, das beste Hack and Slay Action Gameplay. Was hat nochmal Plat? Ah ne, Platinum macht ja die, hat ja die Remakes gemacht, gell? Zu, Shadow of the Colossus? Demon's Souls?
haben die noch gemacht? Ey, da ist einfach eine Truhe, die ich nicht gesehen habe. Really? Ah ja, Bayonetta, Metal Gear, Nier Automata. Echt jetzt? Ah ja, stimmt. Stimmt. Warte mal, wer hat denn dann Demon's Souls nochmal gemacht? Im Platinum Games, ja. Stimmt, ich bin doof. Wer hat Demon's Souls und Shadow of the Colossus gemacht dann? Das Demon's Souls Remake. Nee, From Software, glaube ich, hatte nicht das Remake gemacht. So, ich speichere allerdings erstmal. Denn wir machen jetzt Schluss. Schluss mit lustig. Dankeschön fürs Einschalten.